herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich gerne darüber sprechen, was man machen kann, wenn man plötzlich mit einem riesen Berg Johannisbeeren konfrontiert ist. So wie ich dieses Jahr zum Beispiel. Plötzlich waren an den Sträuchen 9 Kilo. Aber man will ja nicht gleich sagen, ich mache jetzt nur Marmelade. Was macht man damit? Eine Möglichkeit zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe 3 Johannisbeersträucher, die ich eigentlich das ganze Jahr lang absolut nicht beachte. Und als ich dieses Jahr dann irgendwann mal drauf guckte, dachte ich, mich trifft der Schlag, denn die waren so voll und zwar reif, dass ich gedacht, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Also habe ich schnell meinen Freund Klaus geholt und gesagt, bitte, bitte, pflück sie mit mir. Wir haben also in Windeseile diese ganzen Beeren darunter geholt und dann saß ich da mit 9 Kilo Johannisbeeren und wusste echt nicht, was ich machen sollte. Weil ich will ja jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt für 9 Kilo Marmelade. Wer braucht denn so viel Marmelade? Also musste ich mir was einfallen lassen. Einfrieren war für mich keine Variante, denn ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, eingefrorene Beeren von den Sträuchern runterzukriegen. Das ist eine Katastrophe. Also da gibt es dann Leute, die sagen, ja, das geht doch ganz leicht, die fallen einfach ab. Also ich habe es nicht erlebt, ich kann das nicht. Und sie jetzt alle zu entstrunken, um sie dann einzufrieren, war auch keine Variante. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich jetzt diesen Haufen und zwar ganz schnell weg, ohne mich entscheiden zu müssen, was ich jetzt sofort damit mache. Und da lag dann die Antwort schon relativ nahe, denn es gibt eine ganz einfache Art und Weise, die Johannisbeeren zu entsaften. Und zwar mit wirklich relativ wenig Arbeit und wenig Arbeitsmitteln. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Als erstes mussten die Johannisbeeren natürlich gewaschen werden. Und ich habe noch ein weiteres kleines Problemchen, denn in der Nähe meiner Johannisbeersträucher wohnen Ameisen. Das heißt, ein paar davon sind natürlich mitgekommen und die müssen natürlich aus den Johannisbeeren raus. Das Schöne ist, wir verarbeiten die Johannisbeeren bis dahin, ohne sie zu entstrunken. Das heißt, die werden so wie sie sind, einfach in einen Bottich in Wasser gelegt und komplett versenkt. Was dann nämlich passiert ist, die Ameisen, die krabbeln alle raus. Muss man nur ein bisschen lassen und wenn man sie vorher nicht entstrunken hat, tritt auch der Saft nicht aus. Die bleiben einfach so, wie sie sind. Hat noch einen weiteren Vorteil, denn die kleinen Stöckchen, die da drin sind, die schwimmen auch alle oben. Die kann man mit einem Sieb einfach rausholen und dann sind sie schon gewaschen. Die holt man dann raus, lässt sie in einem Sieb abtropfen und verarbeitet sie dann weiter. In meinem Falle musste ich das, glaube ich, 4 oder 5 Mal machen, weil natürlich die Sachen, die Johannisbeeren nicht alle in einen Bottich passten. Aber das ging relativ schnell. Als nächstes tut man die Johannisbeeren so wie sie sind, abgetropft, in einen großen Topf. Hier gibt es häufig das Missverständnis, dass wenn man entsaftet, man sie vorher entstrunken muss. Nein, muss man nicht. Es ist wirklich so, dass ob die kleinen Strunke dranbleiben oder nicht, das tut dem Geschmack überhaupt nichts. Also es ist wirklich so, die können einfach dranbleiben. Wir tun also die ganzen Johannisbeeren, so wie sie sind, in einen Topf, so viel wie wir reintun können und verarbeiten sie dann weiter. Dann kochen wir die Johannisbeeren auf. Da muss man am Anfang ein bisschen vorsichtig sein, damit die unteren Beeren schon anfangen zu platzen, ohne anzubrennen. Wenn aber dann mal die ersten Beeren geplatzt sind und der Saft ausgetreten ist, fangen die Beeren an oben zu schwimmen. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit Anbrennen. Wir kochen das Ganze also schön, bis da ein bisschen Saft drin ist und dann können wir auch ein bisschen mehr Dampf drauf geben und kochen, bis die Beeren aufgeplatzt sind. Ab hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Denn hier muss man entscheiden, möchte man einen klaren Saft oder möchte man einen eher dicklichen Saft. Früher hieß es immer, wenn der Saft ganz klar ist, ist das wirklich ein Qualitätsmerkmal und das Gelee, was daraus entsteht oder der Saft, der daraus entsteht oder was auch immer, ist besonders schön. Ich kann dem zwar nicht folgen, aber das war früher etwas, was so ein richtiges Ding war. Und sollte man einen klaren Saft wollen, ist hier der Punkt, man fasst es nicht weiter an. Man rührt nicht weiter um, man drückt nicht drauf, gar nichts. Man nimmt den Topf mit den geplatzten Beeren, so wie er ist, und gießt das Ganze vorsichtig durch ein Sieb ab
Und auch da drückt man nicht nach, sondern man lässt das einfach abtropfen. Das kann man auch über Nacht machen lassen, dann läuft halt noch mehr raus, aber ohne dass irgendwelche Pulpe mit reinrutscht, was dann eine Verunreinigung verursachen würde oder eben den Saft trüb machen würde. Das ist Weg Nummer 1. Der zweite Weg ist so eher meiner, rustikal und draufhauen, denn der zweite Weg ist einfach, weil man sich darum überhaupt keine Sorgen machen braucht, denn man nimmt einen Kartoffelstampfer und drückt erstmal die Beeren ordentlich, während sie noch im Saft sind, aus. Damit war es das mit der Klarheit und man hat also ein schönes, dickes, mit Fruchtfleisch versetztes Endprodukt und das füllt man dann auch durch ein Sieb ab, lässt man ablaufen und drückt nochmal ordentlich nach. Das verursacht natürlich, dass da unheimlich viel Fruchtfleisch drin ist, das ist viel dicker. Wenn man später den Saft stehen lässt, setzt sich unten auch das Fruchtfleisch ab. Also nichts mit, wie ich schon sagte, Klarheit, das war's dafür. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, weil auch die Gelees sind dann eher marmeladenartig. Man hat das Gefühl, dass da ein bisschen mehr drin ist. Ich mag es eigentlich lieber. Das wäre der zweite Weg. Und um den Unterschied nochmal zu zeigen, habe ich das nochmal aufgenommen. Ich hoffe, dass ihr das da drin einigermaßen sehen könnt, was der Unterschied ist. Ich habe hier 2 Sorten gemacht. Hier habe ich die Johannisbeeren ein bisschen ausgedrückt und hier habe ich sie nicht ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das eine ist wesentlich dunkler als das andere. Hier ist halt mehr drin, das sieht man auch. Das ist ein bisschen dickflüssiger. Ich bin der Meinung, es hat auch mehr Geschmack. Und das hier ist halt, früher fand man sowas immer ganz toll, dass das so ganz klar ist, das Gelee, wenn man jetzt meinetwegen ein Gelee machen möchte. Ich finde das nicht wichtig. Für mich zählt der Geschmack und ich drücke es immer durch und habe es dann halt ein bisschen dicker. Wenn der Saft fertig ist, muss der natürlich noch heiß abgefüllt werden. Dazu füllt man das Ganze einfach, wie ich es auch schon häufiger erklärt habe, in einen Topf, kocht das auf, schäumt das ab und füllt es in gut ausgespülte Flaschen ab und verschließt sie. Weil dann ist es nämlich haltbar und damit kann man dann richtig tolle Sachen machen. Erstmal zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Und zwar so. Hier sieht man auch, hier ist ganz viel Pulpe drin. Also das ist Fruchtfleisch. Ich habe es dann hier mal geschüttelt, dann sieht das Ganze nämlich so aus. So, also da sieht man, das ist kein klarer Saft, da ist ziemlich viel drin. Und der wird einfach abgefüllt, ohne Zuckerzugabe, ohne alles, denn jetzt können wir ihn dann, wann wir wollen, weiterverwenden und er wird nicht schlecht in der Zwischenzeit. Und er braucht auch nicht so viel Energie, weil die ganzen Johannisbeeren im Gefrierschrank liegen. Und was ich damit dann mache, und das ist wirklich ganz schön, man kann natürlich einmal ganz normal Gelee damit machen. Kein Problem. Ich meine, ist in diesem Falle, weil ich die Pulpe drin gelassen habe, ist das fast marmeladenartig. Man kann einen Sirup machen, auch ganz easy. Aber was man auch machen kann, und das ist nämlich ganz toll, die Johannisbeere hat ja ganz viel Geschmack. Man kann zum Beispiel andere Früchte nehmen. Eine gute Art ist zum Beispiel Äpfel. Die Äpfel mischen mit dem Johannisbeersaft und daraus eine Apfel-Johannisbeermarmelade machen. Das schmeckt dann ganz doll nach Johannisbeere, aber nicht so ganz streng. Und so kann man den Saft dann auch wunderbar verwenden, um Mischmarmeladen herzustellen und diese schöne Säure mit reinzubekommen. Also ich verwende das sehr gerne auch durchs ganze Jahr durch für alles Mögliche und ich muss mich nicht sofort entscheiden, was ich mit den ganzen Johannisbeeren mache. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat und es etwas einfacher ist, eine Schwemme an Johannisbeeren unter Kontrolle zu kriegen und wünsche euch viel Spaß beim Anwenden.